Hardware-Wallets sind kompletter Schwachsinn und gehören eigentlich in die Tonne. Das ist zumindest das, was ZachXBT behauptet, einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste On-Chain-Analyst im gesamten Kryptomarkt, der hier im Wesentlichen geschrieben hat, dass alle Hardware-Wallets kompletter Müll sind und dass man stattdessen viel besser dran ist, wenn man einfach ein separates iPhone für seine Kryptowährung benutzt, anstatt von einer Hardware-Wallet. Und ganz ehrlich, normalerweise würde ich so einen Post ja als Ragebait abtun, also quasi ein Post, der ganz bewusst super provokant geschrieben ist, damit man möglichst viel Reichweite bekommt. Aber erstens, dieser Post hier kommt nicht von irgendjemand, sondern tatsächlich von ZachXBT, der gerade sicherheitstechnisch extrem viel Ahnung hat. Und auch zweitens denke ich definitiv, dass da ein Funke Wahrheit drin steckt. Und auch erst vor rund 2 Wochen haben wir den Hack gesehen bei der Codecard, also quasi bei der Hardware-Wallet, wo die Seed Phrases der Nutzer tatsächlich gehackt werden konnten und mittlerweile schon über 116 Millionen Dollar dadurch gestohlen wurden. Also quasi bei Nutzern, die eigentlich, wo man sagen muss, alles richtig gemacht haben, das Ganze selbst bewahrt haben über eine Hardware-Wallet und trotzdem gehackt wurden. Und erst diese Woche ging es weiter mit Trezor. Da wurde zwar nicht die Hardware-Wallet gehackt, allerdings die Kundendaten von einem Versanddienstleister, sodass in Summe von knapp 12.000 Kunden die vollen Namen gehackt wurden, die Adresse, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Jetzt im, ich sag mal, Best Case werden solche Kundendaten in der Zukunft nur für irgendwelche Phishing-Attacken genutzt. Was dann ein bisschen bedeuten könnte, dass diese ganzen Nutzer hier beispielsweise in der Zukunft häufiger eine E-Mail bekommen von irgendwelchen Betrügern, die sich ausgeben als Trezor, nur in der Hoffnung, dass sie dann ihren eigenen Seed Phrase bei irgendeiner Betrüger-Website entsprechend im Internet eingeben. Im Worst Case könnten solche Kundendaten allerdings auch ganz gezielt genutzt werden, um Kryptonutzer zu kidnappen, die zu foltern, bis dann die entsprechenden Betroffenen freiwillig in Anführungszeichen ihren Seed Phrase hergeben und dann ihre Kryptowährungen gestohlen werden. Das hört sich zunächst mal komplett gruselig an und sowas kann man sich gar nicht vorstellen, aber allein in den ersten 4 Monaten in diesem Jahr gab es sowas in Frankreich, also direkt im Nachbarland, schon über 40 Mal. Deshalb schauen wir uns im heutigen Video mal gemeinsam an, und zwar ohne Fanboy-Brille, so objektiv wie möglich, ob denn Stand heute tatsächlich noch eine Hardware-Wallet die beste Möglichkeit ist, seine Kryptowährung zu lagern, was genau hier an diesem Post von ZachXBT tatsächlich dran ist und was du als Nutzer beachten solltest. Hi, mein Name ist Kevin Zell und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit Krypto zu tun hat. Und falls du künftig noch mehr Videos von mir sehen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, unten entsprechend auf Abonnieren drauf zu klicken. Warum genau behauptet jetzt eigentlich ZachXBT, dass Hardware-Wallets absoluter Müll sind? Und um ehrlich zu sein, so eine wirkliche Begründung hat er gar nicht wirklich gegeben. Das Einzige, was er hier geschrieben hat, dass alle Hardware-Wallets kompletter Müll sind, dass er nicht empfiehlt, die zu nutzen für das Signieren von Transaktionen oder auch beispielsweise in Kryptowährungen zu lagern und dass man stattdessen deutlich besser dran ist mit einem separaten iPhone, was man ausschließlich für Krypto benutzt, außer man hat einen Low IQ, also quasi einen geringen IQ, also idiotensicher scheint das Ganze nicht zu sein. Ledger sei der schlechteste angeblich und vor allem auch Ledger Live, also quasi die App von Ledger, da tun sie regelmäßig Updates machen, sodass normale Dinge einfach nicht mehr funktionieren. Das heißt, anhand von seiner Aussage können wir eigentlich gar nicht so wirklich sagen, wie er tatsächlich zu dieser These hier kommt. Was wir allerdings definitiv sagen können, ist, dass es definitiv ein paar super valide Gründe gibt, keine Hardware-Wallet zu benutzen. Den ersten Grund haben wir bereits vorhin bei Trezor gesehen, dass grundsätzlich auch die Kundendaten gehackt werden können und anschließend missbraucht werden können. Bei mir ist es beispielsweise so, dass bei mir vor Jahren ebenfalls mal meine Kundendaten bei Trezor kompromittiert wurden und ich mittlerweile jede einzelne Woche, ich würde sagen so zwischen 2 bis 4 E-Mails jede einzelne Woche bekomme, irgendwelche Phishing-E-Mails von irgendwelchen Leuten, die sich tatsächlich als Trezor ausgeben. Wie kann man sich gegen sowas entsprechend schützen? Erstens, indem du beim Kauf eine separate E-Mail-Adresse und oder auch eine separate Telefonnummer angibst und zweitens, dass du solche Geräte nie an deine eigene Wohnadresse schickst, sondern stattdessen beispielsweise an eine Abholstation oder auch beispielsweise, wenn du sowieso vorhast, irgendwo Urlaub zu machen für 2-3 Wochen, dass du sowas dann direkt an diesen Urlaubsort entsprechend schickst. Der zweite valide Kritikpunkt an Hardware-Wallets ist definitiv die schlechte User Experience, weil ganz ehrlich, ich persönlich finde es ein absoluter Pain in the Ass, dass ich für jede einzelne Transaktion dieses Ding hier mit einem Kabel einstecken muss. Danach muss ich es erstmal hier mit diesen 2 Knöpfen, hier mit diesem Pin entsprechend freischalten. Das dauert bestimmt eine halbe Minute. Danach muss ich dann auf meinem Computer das Ganze bestätigen. Danach muss ich das Ganze hier bestätigen. Ich muss noch hier die ganzen Adressdaten entsprechend überprüfen, ob das gleich ist. Und das Ganze nur, dieser ganze Aufwand für eine einzige Transaktion. Meine persönliche Vermutung ist die, dass Hardware-Wallets irgendwann mal in der Zukunft automatisch beim Handy mit integriert sind, so wie es auch beispielsweise hier beim Solana Seeker Phone bereits der Fall ist, dass hier deine Hardware-Wallet direkt im Handy integriert ist und dass wir dann irgendwann mal vielleicht in 20 Jahren oder so zurückschauen auf
heute und uns drüber totlachen, dass wir damals mit so einem komischen USB-Stick mit diesen 2 Knöpfen und so weiter dann irgendwelche Transaktionen signieren mussten, während wir dann in 20 Jahren das Ganze direkt übers Handy machen können. Den dritten Kritikpunkt in Hardware-Wallets hat auch ZagXPT hier direkt angesprochen, und zwar Updates. Egal ob Firmware-Updates oder auch Software-Updates, all solche Updates können grundsätzlich auch dazu führen, dass neue Bugs mit ins System kommen, weshalb auch manche beispielsweise überhaupt gar keine Updates mit ihrem Gerät entsprechend machen. Früher habe ich das persönlich komplett gleich gehandhabt, dass ich teilweise über mehrere Jahre bei meinem Gerät einfach überhaupt keine Updates gemacht habe. Jetzt mittlerweile habe ich dazu meine Meinung so ein Stück weit geändert, aufgrund der Tatsache, dass ich einfach mich tiefer mit dem Thema beschäftigt habe und auch mich informiert habe und zum Entschluss kam, naja, wenn ich gar nie irgendwelche Updates mache, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass bekannte Sicherheitslücken nach wie vor vorhanden sind, und deshalb bin ich mittlerweile eher der Fan, diese Updates zu machen, allerdings nicht sofort, nachdem sie rausgekommen sind, sondern bestenfalls erst mehrere Wochen bis Monate später. Aber jetzt nochmal kurz zurück zum ursprünglichen Post, und zwar schreibt er hier, dass es besser sei, ein separates iPhone zu benutzen, also quasi ein iPhone, wo du nichts anderes installiert hast, keine Apps, kein gar nichts, und das für Krypto verwendest, anstatt tatsächlich eine Hardware-Wallet. Das bringt auf jeden Fall die Vorteile, dass du hier eine deutlich bessere User Experience hast, denn du brauchst dafür kein extra Gerät, sondern du benutzt einfach dein Handy. Gleichzeitig ist es ein gewohntes Gerät, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du das irgendwie falsch benutzt, irgendwie einen Fehler machst, ist relativ gering. Und auch im Allgemeinen gilt die Hardware von iPhones oder von Apple im Allgemeinen als relativ sicher. Auch Roman Storm hat sich dazu geäußert. Ich würde mal sagen, er ist mittlerweile relativ bekannt. Das ist einer der Mitgründer von Tornado Cash, also ebenfalls ein Entwickler, der im Wesentlichen sagt, ja, iPhones wären grundsätzlich eine geeignete Alternative, wenn es tatsächlich so wäre, dass die ganzen Web3-Wallets, also beispielsweise Metamask, Trust Wallet, Rabby, wenn es das so wäre, dass man tatsächlich eine Passphrase benutzen könnte. Falls der Passphrase noch nicht sagt, das kannst du im Wesentlichen vorstellen wie so eine Art Passwort für dein Seedphrase, weshalb es auch unter anderem, ich sag mal umgangssprachlich, als das 25. Wort beschrieben wird, weil du die 24 Wörter, also dein Seedphrase brauchst und noch zusätzlich das Zusatzwort, das Passwort quasi, das 25. Wort, um tatsächlich dann Zugang zu deinen Kryptowährungen zu bekommen. Falls du das nicht nutzt, das würde ich dir definitiv empfehlen. Ich habe auch dazu bereits auf YouTube ein separates Tutorial aufgenommen für den Ledger. Das funktioniert allerdings fast bei jeder anderen Hardware-Wallet 1:1 gleich. Den Link zum Video, den findest du unten in der Beschreibung. Aber selbst wenn die führenden Web3-Wallets sowas tatsächlich integrieren würden, würde ich trotzdem behaupten, gibt es nach wie vor ein ziemlich valides Argument gegen die Nutzung von einem iPhone. Und zwar der Preis. Denn wenn du dir tatsächlich ein zweites iPhone ausschließlich für Krypto kaufst, dann würdest du dir höchstwahrscheinlich das neueste kaufen, aufgrund der Tatsache, dass dort meistens die ganzen Sicherheitsfeatures mit am besten sind. Und das kostet Stand heute um die 1.300 Euro. Und selbst wenn du nicht das neueste kaufst, sagen wir mal, bist du trotzdem noch 800, 900, 1.000 Euro entsprechend los. Und für das Geld könntest du Stand heute fast 10, wenn nicht noch mehr, günstige, gute Hardware-Wallets entsprechend kaufen. Und das mit Abstand größte Risiko, was es bei einer Hardware-Wallet gibt, bleibt auch beim iPhone bestehen, und das bist du selber. Denn die beste Hardware-Wallet, das beste Handy kann dich nicht dagegen schützen, wenn du dann irgendwann deinen eigenen Seedphrase auf irgendeiner Betrüger-Website entsprechend eingibst und diese Betrüger dann deine Wallet leer räumen. Von einigen wird auch propagiert, dass die einzig wahre Lösung im Kryptomarkt eine Multisig ist. Falls du das nicht sagst, das bedeutet im Wesentlichen nur, dass du mit mehreren Geräten die gleiche Transaktion bestätigen musst. Wie jetzt beispielsweise in dem Fall eine 2 von 3 Multisig bedeutet, dass du beispielsweise 3 verschiedene Hardware-Wallets hast von 3 verschiedenen Herstellern und für jede einzelne Transaktion dann von mindestens 2 von diesen Geräten das Ganze bestätigen musst. Und ganz ehrlich, das ist definitiv sicherer, weshalb ich das persönlich auch vor einigen Jahren genutzt habe, zumindest für 3 oder 4 Transaktionen, und nach den 3 oder 4 Transaktionen ging mir das so dermaßen auf den Sack, dass ich es direkt wieder umgestellt habe. Weil, kannst du dir vorstellen, du musst ja nicht nur eine Hardware-Wallet einstecken in deinen Computer, freischalten und so weiter, das Ganze bestätigen, sondern dann steckst du die aus und musst erst noch die zweite Hardware-Wallet einstecken, freischalten, das Ganze bestätigen, sodass da für jede Transaktion gefühlt 5 Minuten dran bist. Das ging mir ich habe so 3 oder 4 Transaktionen gemacht, danach ging es mir so auf den Geist, dass ich es direkt wieder umgestellt habe. Ganz davon zu schweigen, dass eine Multisig auch gerade alles, was mit Vererben und so weiter zu tun hat, einfach auch unnötig kompliziert macht. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, Multisig hat definitiv ihre Daseinsberechtigung. Gerade für manche Persönlichkeiten, wie beispielsweise Vitalik Buterin und so weiter, ist es ein absolutes Must-Have. Aber ich sag mal, für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt nicht mehrere Millionen mit seiner Hardware-Wallet entsprechend managt und jetzt nicht irgendwie eine bekannte Persönlichkeit ist, würde ich einfach sagen, es ist eher ein Overkill. Was ist also jetzt das Fazit zu diesem Post von ZagXPT? Sind alle Hardware-Wallets tatsächlich kompletter Müll? Kann man sich die komplett sparen? Jetzt mein persönliches Fazit ist nein. Weshalb ich persönlich auch weiterhin Hardware-Wallets nutzen werde und auch weiterhin empfehlen werde. Denn Hardware-Wallets bringen den großen Vorteil, dass sie deinen Seed-Phrase trennen von deinem Computer
und trennen vom Internet. Das heißt, du könntest deine Hardware-Wallet auch beispielsweise in einen Computer einstecken, der voller Viren ist und es würde trotzdem nichts passieren. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, dem würde ich empfehlen, dass du jede Transaktion auf der entsprechenden Hardware-Wallet hier beim Display nochmal überprüft, dass das, was hier angezeigt wird, das gleiche ist, was bei deinem Computer angezeigt wird. Und wer noch sicherer vorgehen möchte oder auch besonders paranoid ist, der kann sich auch theoretisch einen eigenen separaten Computer kaufen, wo er nichts anderes macht, außer entsprechend Krypto zu verwalten. Welche Hardware-Wallet tatsächlich die beste ist, das kommt aus meiner Sicht wirklich drauf an. Und zwar darauf an, für was du die tatsächlich verwenden möchtest. Möchtest du einfach nur Bitcoin drauf lagern? Möchtest du DeFi-Protokolle benutzen? Möchtest du ganz neue Protokolle, ganz neue Blockchains benutzen? Möchtest du die beim Reisen benutzen? Für all das gibt es Hardware-Wallets, die dafür eher geeignet sind oder weniger geeignet sind. Auch dazu habe ich bereits ein separates Video aufgenommen, wo ich alle führenden Hardware-Wallets miteinander vergleiche und noch teile, was ich derzeit selber benutze. Den Link dazu findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Und noch zum Schluss eine Frage an dich, und zwar, was ist denn deine persönliche Meinung zu diesem Post von ZachXBT und wie handhabst du das mit deinen Kryptowährungen? Weil mich würde es wirklich interessieren, ob ich manche Leute bei mir in meiner Community habe, die beispielsweise extra einen separaten Computer haben, extra ein separates Handy oder sonst was. Falls ja, falls nein, schreib mir das gerne unten in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren.